Lektion 1: Künstlerische Wertschätzung. Hallo Anna, ich hatte gehofft, deine Meinung zu etwas zu erfahren. Klar, was geht dir durch den Kopf? Nun, ich habe mich in letzter Zeit wirklich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigt. Die Welt des modernen und abstrakten Ausdrucks. Was ist Ihnen aufgefallen? Ich bin besonders fasziniert von diesen konzeptuellen Stücken, die tiefere Emotionen hervorrufen. Interessant. Was genau an diesem Stil gefällt Ihnen? Ich liebe es, wie die Künstler durch minimale, fast mehrdeutige Formen so viel vermitteln können. Definitiv. Die Kraft der Suggestion und Interpretation ist so überzeugend. Genau, es lässt einen wirklich auf einer viszeraleren Ebene denken und fühlen. Ich stimme zu. Zeitgenössische Kunst fordert uns oft heraus, über den Tellerrand hinauszuschauen. Absolut. Und ich finde, je mehr ich es erforsche, desto mehr Ebenen entdecke ich. Das ist das Schöne daran. Es lädt Sie ein, tiefer einzutauchen und Ihre eigene Bedeutung zu finden. Definitiv. Ich bin gespannt auf Ihre Sichtweise. Welche Arten von Kunst interessieren Sie am meisten? Nun, ich fühle mich mehr zum abstrakten Expressionismus und seinen emotionalen, gestischen Qualitäten hingezogen. Ach ja, die roh, ungezügelte Energie dieses Stils ist so fesselnd. Für die Art und Weise, wie die Künstler ihre Emotionen durch das Medium kanalisieren, ist faszinierend. Ich kann den Reiz sehen. Dieser Ansatz hat etwas so Ursprüngliches und Eindringliches. Definitiv. Es greift auf sehr tiefgreifende Weise auf die universelle menschliche Erfahrung zurück. Gut gesagt. Ich bin froh, dass wir uns über unsere gemeinsame Liebe zur zeitgenössischen Kunst austauschen konnten. Lektion 2: Einen Sturm heraufbeschwören. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du vorhast, etwas zu kochen. Was steht auf der Speisekarte? Oh ja, ich freue mich darauf, ein neues Rezept für köstliche, mit Spinat und Ricotta gefüllte Muscheln auszuprobieren. Oh, das klingt absolut entzückend. Welche Zutaten benötigen Sie dafür? Mal sehen, die Hauptzutaten, die ich verwenden werde, sind frischer Spinat, Ricotta-Käse und einige Nudelschalen. Das ist eine tolle Kombination. Was möchten Sie dem Gericht sonst noch hinzufügen? Ich werde außerdem Knoblauch, Zwiebeln, Kräuter und eine köstliche Tomatensauce verwenden, um alles zu verfeinern. Lecker, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Gibt es weitere wichtige Schritte, die ich kennen sollte? Hi Mem, nun ja, ich muss unbedingt den Spinat vorkochen und die Ricotta-Füllung vorbereiten. Ah, verstanden. Ich stelle mir vor, dass bei so einem Gericht die Vorbereitung entscheidend ist. Ja, und dann müssen nur noch die Schalen zusammengesetzt und alles ausgebacken werden. Klingt nach einem ziemlich unkomplizierten Prozess, aber ich bin mir sicher, dass das Endergebnis erstaunlich sein wird. Das hoffe ich auf jeden Fall. Mein Ziel ist eine wohltuende, aber dennoch elegante, italienisch inspirierte Mahlzeit. Nun, mit all diesen köstlichen Zutaten bin ich zuversichtlich, dass es fantastisch werden wird. Ich freue mich über den Vertrauensbeweis. Ich werde Sie auf jeden Fall wissen lassen, wie es gelaufen ist. Wählte, ich freue mich schon jetzt darauf, von Ihrer kulinarischen Kreation zu hören. Lektion 3: Probiert freundliche Entscheidungen.
Morten, Anna. Ich möchte mir einen neuen Laptop kaufen, mache mir aber Sorgen wegen des Preises. Hallo John, wie hoch ist Ihr Budget? Ich kann Ihnen helfen, etwas Bezahlbares zu finden. Ich möchte es möglichst unter $800 halten. Das ist vernünftig. In dieser Preisklasse gibt es einige großartige Optionen. Wirklich? Welche Marken empfehlen Sie? Ich empfehle, sich Marken wie Acer und Lenovo anzusehen. Sie haben oft gute Angebote. Ich habe Gutes darüber gehört. Auf welche Funktionen sollte ich achten? Konzentrieren Sie sich auf die Prozessorgeschwindigkeit und den Arbeitsspeicher. Diese wirken sich erheblich auf die Leistung aus. HBS. Und wie sieht es mit der Akkulaufzeit aus? Die Akkulaufzeit ist entscheidend. Streben Sie eine tägliche Anwendung von mindestens 8 Stunden an. Das klingt nach einem soliden Plan. Danke für die Tipps. Kein Problem. Achten wir auch auf den Verkauf. Vielleicht ergattern Sie ein besseres Angebot. Tolle Idee. Ich freue mich über Ihre Hilfe, die mir diese Entscheidung erleichtert. Lektion 4: Morgenroutinen. Hi Anna, um wie viel Uhr gehst du normalerweise zur Arbeit? Hallo John. Normalerweise reise ich gegen 8:30 Uhr morgens ab. Hilfe. Ich möchte um 8:00 Uhr losfahren, aber manchmal bleibe ich in meiner Morgenroutine hängen. Das verstehe ich. Der Morgen kann hektisch sein. Was bereiten Sie vor? Ich frühstücke gerne gut und checke meine E-Mails, bevor ich losfahre. Das ist klug. Was ist Ihr Lieblingsfrühstück? Normalerweise esse ich Haferflocken mit Früchten. Es hält mich länger satt. Klingt gesund. Ich esse oft Toast mit Erdnussbutter und einer Banane. Das ist eine tolle Wahl. Bereiten Sie lieber alles am Vorabend vor. Manchmal tue ich das. Das spart morgens Zeit. Tschüss. Ja, ich packe mein Mittagessen gerne am Abend vorher ein, um keine Eile zu haben. Das ist eine gute Idee. Es hilft Ihnen, organisiert zu bleiben. Genau. Außerdem ist es gesünder, als sich unterwegs etwas zu schnappen. Lektion 5: Medizinische Freiwillige. Morten, Anna. Ich habe in letzter Zeit über die Rolle von Technikern und medizinischem Personal gelesen. Hallo John. Das ist interessant. Was hast du gelernt? Ich habe herausgefunden, dass es auch nicht medizinische Freiwillige gibt, die ohne Bezahlung für Ärzte arbeiten. Sehr viel. Das ist erstaunlich. Bei welchen Aufgaben helfen Sie? Sie helfen bei der Verwaltungsarbeit, der Patientenunterstützung und sogar bei der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so wertvoll. Freiwillige können im Gesundheitswesen einen großen Unterschied machen. Absolut. Ihre Beiträge tragen dazu bei, das medizinische Personal zu entlasten. Halten Sie es für wichtig, dass sich Menschen in Ihren Gemeinden ehrenamtlich engagieren? Definitiv. Es fördert das Gemeinschaftsgefühl und hilft Bedürftigen. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und neue Leute kennenzulernen. Genau.
Für viele Freiwillige ist es eine Bereicherung, etwas zurückzugeben. Ich stimme zu. Es ist inspirierend, so viele Menschen zu sehen, die bereit sind, anderen zu helfen. Ich würde gerne selbst Möglichkeiten für Freiwillige erkunden. Lektion 6: Von der Küste in die Berge. Hi Anna, wusstest du, dass der Pazifische Ozean westlich der Vereinigten Staaten liegt, während die Rocky Mountains im Osten liegen? Hallo John. Ja, ich finde diesen geografischen Kontrast faszinierend. Es sind wie zwei Welten. Genau, das Meer und die Berge bieten so unterschiedliche Umgebungen. Das tun sie wirklich. Haben Sie schon einmal beide besucht? Ich habe, die Strände laden zum Entspannen ein, während die Berge zum Wandern einladen. Klingt nach einem Abenteuer. Was bevorzugen Sie? Ich liebe es, in den Bergen zu wandern. Die Aussicht von oben ist atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen, aber das Rauschen der Wellen am Strand hat etwas Besonderes. Weil beide Orte haben ihren eigenen Charme. Haben Sie an einen der Orte eine Lieblingsbeschäftigung? Ich genieße es, am Strand zu surfen und in den Bergen Ski zu fahren. Das sind fantastische Entscheidungen. Beides erfordert Geschick und macht unheimlich viel Spaß. Da, es geht darum, die Natur zu umarmen, egal ob zu Wasser oder an Land. Absolut. Ich denke, dass es wichtig ist, beide zu erleben, um ihre Schönheit zu schätzen. Lektion 7: Eine Geschichte zweier Städte. Morgen, Anna. Ich habe über den Satz eine Geschichte von zwei Städten nachgedacht. Hallo John, das ist ein starkes Konzept. Wie meinst du das? Es deutet darauf hin, dass verschiedene Orte für Menschen sehr unterschiedliche Erlebnisse bieten können. Tja, für die Amerikaner ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, dass es in unserem eigenen Land Vielfalt gibt. Genau. Wir müssen dafür sorgen, dass das amerikanische Volk unsere Geschichte von zwei Städten hört. Wie können wir sie ihrer Meinung nach überzeugen? Durch den Austausch persönlicher Geschichten und Erfahrungen aus verschiedenen Regionen. Das ist eine tolle Idee. Beispiele aus dem wirklichen Leben können Empathie und Verständnis schaffen. Rechts. Es hilft, die Kluft zwischen verschiedenen Kulturen und Lebensstilen zu überbrücken. Ich stimme zu. Aufklärung und offene Diskussionen sind hierfür unerlässlich. Klar, wir müssen Gespräche fördern, die unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten hervorheben. Hilf. Es geht darum, trotz unserer unterschiedlichen Hintergründe ein Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Lassen Sie uns diese Diskussionen weiter vorantreiben, sie sind für eine geeinte Gesellschaft unerlässlich. Lektion 8: Vorausplanen. Hallo Anna, bevor wir uns auf den Weg machen, erstellen wir gemeinsam eine kurze Liste. Hallo John, das klingt nach einer tollen Idee. Was sollten wir einbeziehen? Ich denke, wir müssen zuerst das Wesentliche auflisten, wie Wasser und Snacks. Hilf. Es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, insbesondere wenn wir längere Zeit unterwegs sind. Rechts. Wie wäre es mit Sonnenschutze? Es ist entscheidend für den Schutz vor der Sonne. Guter Punkt. Ich vergesse immer, das einzupacken.
Irgendetwas anderes. Wie wäre es mit einem Erste-Hilfe-Kasten? Es ist besser, auf kleinere Verletzungen vorbereitet zu sein. Toller Vorschlag. Es ist immer ratsam, eines zur Hand zu haben. Sollten wir über Unterhaltung nachdenken. Well, ein tragbarer Lautsprecher könnte für Musik Spaß machen. Was denken Sie sonst noch? Vielleicht ein Kartenspiel. Sie eignen sich perfekt zum Zeitvertreib. Tolle Idee. Denken wir auch daran, eine Kamera mitzubringen, um Erinnerungen festzuhalten. Definitiv. Ich liebe es, während unserer Abenteuer Fotos zu machen. Perfekt. Es sieht so aus, als hätten wir eine solide Liste. Machen wir alles bereit. Lektion 9. Das Internet erkunden. Morten, Anna, haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie groß das Internet ist? Hallo John. Ja, es ist unglaublich. Es ist ein Netzwerk elektronischer Seiten, auf denen Menschen fast alles finden können. Genau. Sie können sich über jedes Thema informieren, einkaufen oder sogar mit Freunden in Kontakt treten. Es ist großartig für die Kommunikation. Soziale Medien haben die Art und Weise, wie wir interagieren, verändert. Sille. Aber es hat auch Nachteile, wie zum Beispiel Fehlinformationen. Das stimmt. Es ist wichtig, die Quellen zu überprüfen, bevor wir glauben, was wir lesen. Well, kritisches Denken ist beim Navigieren in Online-Inhalten von entscheidender Bedeutung. Welche Tools nutzen Sie, um verlässliche Informationen zu finden? Ich nutze häufig Faktencheck-Websites und suche nach seriösen Quellen. Kluger Schachzug. Ich überprüfe auch mehrere Quellen, um ein ausgewogenes Bild zu erhalten. Das ist eine tolle Strategie. Das Internet kann ein mächtiges Werkzeug sein, wenn es mit Bedacht eingesetzt wird. Lektion 10. Fitnessroutine. Hallo Anna, ich habe mich in letzter Zeit auf meine Trainingsroutine konzentriert. Hallo John. Das hört sich großartig an. Welche Übungen integrieren Sie? Ich integriere Bankdrücken, Schulterdrücken und Bizeps-Curls. Pfiff. Diese eignen sich hervorragend zum Aufbau der Oberkörperkraft. Der Wow, ich fühle mich schon stärker. Hast du eine Trainingsroutine? Ich tue. Ich konzentriere mich auf eine Mischung aus Cardio und Krafttraining. Das ist eine gute Balance. Welches Cardio-Training bevorzugen Sie? Ich liebe Laufen und Radfahren. Sie halten mein Herz gesund. Laufen ist fantastisch. Ich genieße es auch besonders draußen. Ja, die frische Luft macht einen großen Unterschied. Setzen Sie sich konkrete Ziele. Ich tue. Ich habe begonnen, mir für jede Woche konkrete Ziele zu setzen. Das ist klug. Es hilft Ihnen, motiviert zu bleiben. Was ist Ihr aktuelles Ziel? Ich möchte mein Gewicht beim Bankdrücken schrittweise steigern. Tolles Ziel. Fortschritt ist der Schlüssel zur Fitness. Haben Sie Ihren Fortschritt verfolgt? La, ich schreibe es jede Woche auf. Es ist ermutigend, Verbesserungen zu sehen. Lektion 11. Effektive Strategien.
Morgen, Anna. Haben Sie in letzter Zeit Strategien gefunden, die für Sie gut funktionieren? Hallo John. Ja, ich habe begonnen, konkrete Ziele für meine Projekte zu setzen. Das klingt effektiv. Wie behalten Sie den Überblick über diese Ziele? Ich verwende einen Planer, um meine Aufgaben und Fristen aufzuschreiben. Pillow. Ich finde, dass mir die Visualisierung von Aufgaben auch hilft, organisiert zu bleiben. Ja, es ist befriedigend, Dinge von der Liste zu streichen. Priorisieren Sie Ihre Aufgaben nach Dringlichkeit. Tja, ich ordne sie, also gehe ich zuerst auf die wichtigsten ein. Das ist ein toller Ansatz. Es hilft wirklich dabei, die Zeit effektiv zu verwalten. Definitiv. Haben Sie versucht, größere Aufgaben in kleinere Schritte aufzuteilen? Ich habe. Dadurch fühlen sich anspruchsvolle Projekte leichter zu bewältigen an. Suf. Es ist weniger überwältigend und hält die Motivation hoch. Ich werde meine Strategien weiter verfeinern, um herauszufinden, was für mich am besten funktioniert. Lektion 12. Ein kurzer Ausflug. Hi Anna, möchtest du in dem Café ein paar Blocks weiter einen Kaffee trinken? Hallo John. Hört sich gut an. Ich schnappe mir meine Jacke und wir können losfahren. Großartig. Ich genieße immer Ihre Latte. Was ist dort Ihr Lieblingsgetränk? Ich liebe Ihren Chai-Tee. Es ist so aromatisch und beruhigend. Gute Wann, haben Sie Ihr Gebäck probiert? Sie sind köstlich. Tja, die Mandelcroissants sind die besten. Ich kann ihnen nie widerstehen. Ebenfalls. Wir sollten uns eins zum Teilen besorgen. Suf. Das Teilen macht es noch angenehmer. Sitzen Sie lieber drinnen oder draußen, wenn wir dort ankommen? Bei schönem Wetter sitze ich gerne draußen. Es ist entspannend. Ich stimme zu. Es ist schön, die Leute zu beobachten, während man unsere Getränke genießt. Ja, außerdem ist die frische Luft erfrischend. Lass uns gehen. Ich kann es kaum erwarten. Mal sehen, welche neuen Geschmacksrichtungen es heute gibt. Lektion 13. Filmeinstellungen. Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass du gerne Filme schaust. Welche Genres gefallen dir? Hallo John. Ich liebe einen Genremix. Manchmal schaue ich mir traurige Filme an, die mich zum Weinen bringen. Sehr viele traurige Filme können so bewegend sein. Was ist dein Favorit? Ich würde sagen, der Fehler liegt in unseren Sternen. Es ist herzzerreißend und doch schön. Ich habe davon gehört. Normalerweise bevorzuge ich Komödien, um gut zu lachen. Komödien eignen sich hervorragend, um die Stimmung aufzuhellen. Welches gefällt dir am besten? Superbad bringt mich immer zum Lachen. Die Charaktere sind so komisch. Das ist ein Klassiker. Ich mag auch Komödien, die eine gute Botschaft haben. Definitiv. Es ist schön, wenn ein Film einen zum Nachdenken anregen und gleichzeitig lachen kann. Ja, es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden. Sehen Sie sich Dokumentarfilme an. Klar,
Sie können wirklich aufschlussreich und informativ sein. Lektion 14 Kochkurse. Hallo Anna, ich habe kürzlich versucht, ein neues Rezept zu kochen, aber es lief nicht wie geplant. Hallo John. Oh nein, was ist passiert? Ich habe das Hähnchen zu lange gekocht und es ist trocken geworden. Ja, ich habe jetzt meine Lektion gelernt. Das ist ein häufiger Fehler. Bitte, gibt es irgendwelche Kochtipps, die Sie mitgenommen haben? Ich habe gelernt, mit einem Fleischthermometer den Gargrad zu prüfen. Das ist eine tolle Idee. Es hilft, ein Überkochen zu verhindern. Für den Geschmack empfehle ich auch das Marinieren. Marinieren macht einen großen Unterschied. Was ist deine Lieblingsmarinade? Ich liebe eine einfache Mischung aus Olivenöl, Zitronensaft und Knoblauch. Es ist so erfrischend. Das hört sich köstlich an. Das muss ich beim nächsten Mal ausprobieren. Definitiv. Und vergessen Sie nicht, das Fleisch nach dem Garen ruhen zu lassen. Guter Tipp. Ruhen trägt dazu bei, dass es saftig bleibt. Was kochst du am liebsten? Ich bereite gerne Nudelgerichte zu. Sie sind schnell und zufriedenstellend. Pasta ist ein Favorit. Ich liebe, wie vielseitig es für verschiedene Saugen ist. Lektion 15 ins Abenteuer. Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, weitere verborgene Schätze der Insel zu erkunden. Hallo John, das klingt spannend. An welche Orte denken Sie? Ich möchte mir einige lokale Strände ansehen, die weniger überfüllt sind. Toll dir. Diese versteckten Orte können so schön und friedlich sein. Genau, ich freue mich schon darauf, neue Orte zu entdecken. Haben Sie schon von den geheimen Wasserfällen in der Nähe gehört? Nein, das habe ich nicht. Das klingt erstaunlich. Wo befinden Sie sich? Sie liegen etwas abseits der ausgetretenen Pfade, aber die Wanderung lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ich liebe ein gutes Abenteuer. Habt ihr Tipps für die Wanderung? Bringen Sie viel Wasser mit und tragen Sie gutes Schuhwerk. Es kann rutschig werden. Guter Rat. Ich werde dafür sorgen, dass ich mich richtig vorbereite. Was sollten wir sonst noch mitbringen? Vielleicht ein Picknick-Mittagessen. Es wäre schön, eine Mahlzeit am Wasserfall zu genießen. Das klingt perfekt. Lass es uns dieses Wochenende planen. Lektion 16. Leckere Donuts. Hallo Anna, hast du schon einmal diese kleinen frittierten Brote mit verschiedenen Belägen probiert? Hallo John. Sprechen Sie über Donuts. Sie sind so lecker. Ja, die meisten Donuts haben ein Loch in der Mitte. Was ist dein Lieblingstyp? Ich liebe glasierte Donuts. Sie sind süß und flauschig. Äh, Ich bin ein Fan von mit Schokolade überzogenen. Die Kombination ist unwiderstehlich. Schokolade ist immer eine gute Wahl. Haben Sie einzigartige Geschmacksrichtungen probiert? Ich habe vor kurzem einen Ahornspeck-Donut gegessen. Es war überraschend gut. Das klingt faszinierend. Süß und herzhaft zusammen ist eine unterhaltsame Mischung. Genau,
Es ist interessant, wie kreativ Menschen mit Donut-Geschmacksrichtungen sein können. Tja, an manchen Orten gibt es sogar fruchtige oder würzige Donuts. Ich würde gerne etwas Scharfes probieren. Es muss einen Kick haben. Definitiv. Donuts sind so vielseitig. Es ist für jeden etwas dabei. Irgendwann sollten wir einen Donut-Verkostungstag haben. Lektion 17. Die italienische Köstlichkeiten. Morgen, Anna. Wie wäre es, wenn Sie heute Abend mit italienischer Küche zum Abendessen beginnen? Hallo John. Das klingt erstaunlich. Pastagerichte und Pizzen sind köstlich. Klar, ich liebe eine gute Spaghetti Carbonara. Was ist deine Lieblingspasta? Ich mag kein Arrabbiata wirklich. Es hat einen schönen würzigen Kick. Das ist eine tolle Wahl. Bereiten Sie Pasta lieber zu Hause zu oder bestellen Sie lieber auswärts? Ich mache es gerne zu Hause. Es macht Spaß und Sie können es individuell gestalten. Absolut. Frische Zutaten machen einen großen Unterschied. Welchen Belag magst du auf Pizza? Ich bin ein Fan der klassischen Margherita mit frischem Basilikum. Einfach, aber lecker. Klassiker. Ich mag Peperoni und Pilze für etwas mehr Geschmack. Das sind tolle Toppings. Haben Sie schon einmal versucht, Pizza von Grund auf zuzubereiten? Ich habe. Es macht Spaß, vor allem den Teig zu dehnen. Tja, und Sie können mit verschiedenen Saupen und Käsesorten experimentieren. Planen wir bald einen italienischen Abend mit hausgemachter Pasta und Pizza. Lektion 18. Grundlagen der Flughafensicherheit. Hallo Anna, ich wollte dich vor meinem nächsten Flug über etwas befragen. Was hat es heutzutage mit all den Flughafensicherheitsregeln rund um die Elektronik auf sich? Ach ja, die Flughafensicherheit kann schwierig sein, wenn es um Laptops, Telefone und andere Geräte geht. Das Wichtigste ist, dass Sie alle größeren elektronischen Geräte aus Ihren Taschen entfernen, damit diese separat gescannt werden können. Ich verstehe. Mir ist aufgefallen, dass ich immer aufgefordert werde, meinen Laptop herauszunehmen, aber muss ich das auch für mein Smartphone tun? Gute Frage. Normalerweise möchten Sie Ihr Smartphone zusammen mit Tablets und anderen größeren elektronischen Geräten auch aus der Tasche nehmen. Ziel ist es, den Scannern eine klare Sicht auf diese Gegenstände zu ermöglichen. Okay. Das macht Sinn. Was ist mit Dingen wie Powerbanks oder kabellosen Kopfhörern? Müssen diese auch herauskommen? Ach ja, kleinere Elektronikgeräte und Zubehör sollten normalerweise in Ihrer Handgepäcktasche bleiben. Der Fokus liegt hauptsächlich auf den größeren, dichteren Gegenständen wie Laptops und Tablets. Verstanden, das hilft sehr. Ich möchte immer sicherstellen, dass ich die Regeln ordnungsgemäß befolge und die Sicherheitslinien nicht aufhalte. Definitiv. Und die gute Nachricht ist, dass die meisten Flughäfen über klare Beschilderungen verfügen, die die spezifischen Anforderungen erläutern, sodass Sie während der Durchreise noch einmal nachsehen können. Ach ja, das ist super hilfreich. Ich werde nach diesen Zeichen Ausschau halten. Gibt es noch etwas, was ich vor meiner nächsten Reise wissen sollte? Lass mich nachdenken. Noch ein Profi-Tipp. Versuchen Sie, Ihre Elektronik an einem leicht zugänglichen Teil Ihres Handgepäcks zu verstauen. Auf diese Weise können Sie sie schnell und effizient herausziehen. Ach ja, toller Rat. Ich werde darauf achten, sie oben in meiner Tasche aufzubewahren.
Ich möchte nicht hektisch herumwühlen, während sich die Leitung bewegt. Ja, Organisation ist der Schlüssel, wenn es darum geht, reibungslos durch die Flughafensicherheit zu kommen. Halten Sie sich einfach an die Regeln und Sie werden im Handumdrehen durchkommen. Super, das ist alles super hilfreich. Ich fühle mich jetzt viel besser darauf vorbereitet, den elektronischen Teil der Flughafensicherheit zu übernehmen. Ich freue mich, dass ich dir ein paar nützliche Tipps geben konnte, John. Denken Sie daran, ruhig zu bleiben und den Anweisungen zuzuhören, dann sind Sie im Handumdrehen auf dem Weg. Hört sich gut an. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich durch all das zu begleiten. Jetzt weiß ich genau, was mich erwartet. Natürlich. Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Wir wünschen Ihnen eine sichere und stressfreie Reise für Ihren nächsten Flug. Lassen Sie mich wissen, wenn weitere Fragen zum Flughafen auftauchen. Wird tun. Okay, ich fühle mich zuversichtlich und bereit, die Flughafensicherheit wie ein Profi anzugehen. Nochmals vielen Dank, Anna. Jederzeit, John. Genießen Sie Ihre Reise. Und vergessen Sie nicht, diese Sicherheitsrichtlinien noch einmal zu überprüfen, bevor Sie sich auf den Weg zum Flughafen machen. Wird tun. Bis später. Lektion 19. Durch gemeinnützige Arbeit etwas zurückgeben. Hallo Anna, ich habe viel darüber nachgedacht, wie wir uns stärker in unserer örtlichen Gemeinschaft engagieren könnten. Was denken Sie darüber? Oh, ich liebe diese Idee, John. Ich denke, es ist für uns alle so wichtig, Wege zu finden, den Menschen um uns herum etwas zurückzugeben und sie zu unterstützen. Haben Sie konkrete Anliegen oder Organisationen im Sinn? Eigentlich hatte ich gehofft, wir könnten gemeinsam ein paar Ideen entwickeln. Ich habe das Gefühl, dass es so viele Möglichkeiten gibt, wie wir wirklich etwas bewirken können, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich verstehe vollkommen. Es gibt so viele wunderbare lokale Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützige Organisationen, die unsere Hilfe gebrauchen könnten. Vielleicht könnten wir uns mit Freiwilligenarbeit in einer Lebensmittelbank oder Das ist einem ein toller Obdachlosenheim Vorschlag. befassen. Die Bereitstellung von Mahlzeiten und anderen wichtigen Ressourcen für Bedürftige ist eine wirkungsvolle Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Beruf. Und wissen Sie, ich denke auch, dass es sowohl für uns als auch für Sie von Nutzen wäre. Die Teilnahme an einem gemeinnützigen Dienst ist eine so lohnende Erfahrung. Ich stimme zu, ich denke, wir sind es uns selbst und unserer Gemeinschaft schuldig, uns stärker zu engagieren. Es ist rundum eine Win-Win-Situation. Ja, und je mehr Menschen sich engagieren, desto mehr können wir gemeinsam erreichen. Ich freue mich sehr über die Aussicht, einen sinnvollen Weg zu finden, mich ehrenamtlich zu engagieren. Ich auch. Ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit für uns, neue Kontakte in der Gemeinschaft zu knüpfen und wirklich einen spürbaren Unterschied zu bewirken. Definitiv. Haben Sie weitere Ideen, die Sie erkunden möchten? Ich bin für alles offen. Von der Arbeit mit Kindern über die Betreuung älterer Menschen bis hin zum Aufräumen von Parks und öffentlichen Plätzen. Hi Mem, lass mich nachdenken. Wie wäre es mit so etwas wie einem Gemeinschaftsgartenprojekt? Wir könnten uns die Hände schmutzig machen und beim Anbau frischer Produkte helfen, die wir spenden können. Oh, ich liebe diese Idee. Ein Gemeinschaftsgarten wäre eine wunderbare Ressource für die Familien vor Ort. Und es wäre eine so lohnende körperliche Arbeit. Vereinbart. Außerdem wäre es eine großartige Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und mit unseren Nachbarn in Kontakt zu treten. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Ja, okay, ich sage, wir schauen uns einige Möglichkeiten für Freiwillige vor Ort an und schauen, was unser Interesse weckt. Das wird so erfüllend sein.